Hallo, Nico hier von Nikolai kommt Trompetentraining. Heute wieder zu einem neuen Video rund ums Trompetespielen. Du bist neu auf dem Kanal, dann lass doch ein Like und ein Abo da, dann verpasst du in Zukunft kein wichtiges Trompetenwissen mehr. Wir beschäftigen uns heute mit den Whisper Notes, den Flüsternoten. Wieso sollte man diese in den Überalltag integrieren? Ganz einfache Antwort, man schult dadurch die Feinfühligkeit, die Sensibilität der Lippen, die Luftführung, die Stütze, das Klangideal und vor allem die Lockerheit. Faszinierend ist, man kann diese Töne auch richtig klangvoll auf der Trompete spielen, natürlich im äußersten Pianissimo possibile, und man hat das Gefühl, meine Güte, wie locker kann ich denn diese Töne spielen? Das heißt im Umkehrschluss, ich kann also auch diese Lockerheit beziehungsweise dann später die Anspannung in neue Lagen transferieren und muss dann dementsprechend nicht schon ab einer gewissen Lage mit viel Luft und Kraft und Ansatz und Betzen und so weiter und so fort diese Töne aus dem Instrument jagen, sondern ganz im Gegenteil, wieder üben mit Kopf, damit eben das Ganze mit Sinn und Verstand so locker, so leicht und so angenehm wie nur möglich für uns Trompeter ist. Das bezieht sich übrigens nicht nur auf Trompete, sondern auch auf alle anderen Blechblasinstrumente natürlich, aber beim Trompetentraining eben steht die Trompete im Vordergrund. Damit ihr ganz genau wisst, was ich meine, mache ich euch diese Übung einmal vor. Wir starten auf dem tiefen Ton C1 und ganz wichtig, beim Tonbeginn habe ich keinen Verschluss mit der Zunge, also ich beginne nicht mit nimm dann die Zunge weg, damit eben dieser Tü-Laut zustande kommt, sondern ich habe die Zunge nicht im Einsatz. Das heißt, kein Anfangsimpuls, sondern die Luft fließt und die Lippen schwingen mit ein. Das Ganze natürlich sehr, sehr vorsichtig, damit der Ton eben äußerst leise aus dem Instrument kommt. Und dann halten wir erstmal dieses C aus, damit wir einfach fühlen, wie sich denn solche Flüsternoten, solche Whisper Notes auf unserer Trompete anfühlen. Los geht's! Jede kleine Zuckung, jedes kleine Blinzeln verändert unseren Ton sofort. Du hast es jetzt gehört. Also man spielt diese Töne wirklich an der äußersten Kante, also kurz bevor die Töne nicht mehr da wären. Und dann hast du natürlich das Gefühl, sobald irgendwas zuckt, der Ansatz und so weiter und so fort, dann schlackert der Ton sofort, dann verändert sich die Klangfarbe, dann sackt es etwas in der Intonation durch. Das ist alles am Anfang überhaupt kein Problem. Es geht letztendlich am Anfang darum, dass man die Töne so leise überhaupt spielen kann und dann dementsprechend diese Töne so lange wie nur möglich aufrecht am Instrument gehalten werden können, damit eben immer ein Ton am Klingen ist. Wenn du das gut kannst, dann nehmen wir natürlich Ausweichtöne dazu. Das heißt, wir bewegen uns in dem Fall dann wieder chromatisch nach unten erstmal, zum Beispiel bis zum A, zum Kleinen, zum G oder zum Fis, wenn es auch geht. Wenn du das Gefühl hast, das war jetzt schon grenzwertig der Ton, der nächste wird bestimmt nicht kommen, kein Problem, dann kehr einfach wieder zu unserem Ausgangston C1 zurück und halte diesen aus oder spiel die chromatischen Schritte, die du vorher gespielt hast, einfach nochmal und kehr dann wieder zum Ausgangston zurück. Also da kannst du auf jeden Fall sehr stark variieren. Denk immer dran, kein Anfangsimpuls, die Luft fließt, die Lippen schwingen mit ein, es soll pianissimo possibile sein und versuch das ruhig mal so lange wie du nur kannst, diesen Ton am Instrument aufrecht halten. Los geht's, ich zeige euch ganz genau, wie ich das meine. Und da war die Luft ganz schön knapp am Ende. Naja, ich wollte unbedingt noch zum C1 kommen, da muss man halt dann einfach mal kämpfen und die letzten Tropfen Luft aus der Lunge zusammensammeln, damit man eben zu seinem Ausgangston, in dem Fall das C1, eben wieder zurückkehrt.
Wenn das gut klappen sollte bei dir, dann kannst du natürlich auch ruhig die Gegenrichtung antreten. Das heißt, wir spielen dann nach oben, Dis 1, D1, S, E und so weiter und so fort, was da eben an Tönen kommt. Und dann haben wir schon 13 Töne und dann können wir dann Schritt für Schritt unseren Tonraum erweitern, dass wir so ungefähr 1,5 Oktaven damit spielen können. Und das wäre wirklich schon absolut super, wenn du das könntest. Das heißt, unbedingt diese Übung in deinen Übealltag integrieren. Am besten ganz am Anfang, nach dem Einspielen, wenn du ein gutes Gefühl hast, dann versuchen wir diese Whisper Notes. Die Gefahr bei dieser Übung ist, und da musst du etwas aufpassen beim Üben, dass der Hals nicht eng macht, weil man besonders leise spielen möchte, sondern achte immer drauf. Natürlich hilft es uns zum Beispiel auch, wenn wir gähnen müssten, also da geht der Hals richtig weit auf. Dieses Gefühl sollten wir bei diesen Whisper Notes, bei diesen Flüstertönen während dem Spielen haben. Also ein weiter Hals ist wirklich entscheidend, damit die Luft eben frei rausfließt und wir nicht gegen unsere eigene Kraft, also durch diesen Stimmbandverschluss, dann mehr Kraft aufwenden müssen, als notwendig wäre. Wichtig ist immer, dass diese Übung sich wirklich so angenehm wie nur möglich anfühlt. Ich steige jetzt nochmal auf dem G1 ein und spiele chromatisch nach unten und versuche unten G, das kleine Wechselton Fis und wieder das kleine G zu erreichen. Mal gucken, wie es funktioniert und ob die Luft reicht und ob ich dort auch das Spielgefühl dieses offenen Gähnens im Hals beibehalten kann. Los geht's! Jawohl, also ein wirklich sehr, sehr leiser Ton ist da notwendig, freies Spielgefühl, maximale Lockerheit. Das Gute ist, wenn du jetzt lernst damit, diese Sensibilität aufzubauen, dieses bewusste, leise Spielen und dadurch natürlich auch das Selbstbewusstsein aufbaust, wirklich sehr, sehr leise spielen zu können, dann kannst du diese Lockerheit in dieser Lage natürlich auch auf die nächste Lage übertragen. Das heißt, deine Kraft, die du später für die hohe Lage brauchst, die brauchst du erst später und somit hast du natürlich auch gleichzeitig ein Höhentraining bzw. schaffst eine gute Basis, um später diese Lockerheit auch auf eine nächste Oktave zu transferieren, damit du eben einen wunderbaren Tonraum hast, auf den du musikalisch sehr gut musizieren kannst und dementsprechend dein Trompetespielen nachhaltig verbesserst. Also ganz klare Empfehlung, diese Übung, die Whisper Notes, die Flüsternoten in deinen Übealltag zu integrieren. Nach dem Einspielen ist genau der richtige Zeitpunkt für diese Töne, aber natürlich, wenn du zum Beispiel nach dem Üben fertig bist und noch ein paar Minuten ein Abblasen machst, ein Lockerblasen, dann kannst du auch genau diese Übung machen. Starte einfach auf den C1 und geh nach unten in den Keller und wieder zurück, also beweg dich in der tiefen Lage, dann ist es eine wunderbare Übung, sich wirklich locker und frei zu spielen. Das war's zu diesem Video. Wie gesagt, lass am Ende noch ein Like und ein Abo da, das freut mich immer ganz besonders. Wir sehen uns nächste Woche zu einem neuen Video rund ums Trompetespielen. Bis dahin, ciao, euer Nico.